In dieser Folge werfen wir erneut einen Blick auf Ludwigsdorf, dem heutigen Ludwikowice im Ollengebirge in Polen. Hier steht ein mysteriöser Betonkreis. Angeblich soll er ein Startplatz für eine experimentelle Reichsflugscheibe sein. Auch soll er eine Vorrichtung sein, wo zum ersten Mal eine Apparatur namens die Glocke aktiviert worden sein soll. Handelt es sich hier wirklich um ein solches Bauwerk oder diente das Betongerüst lediglich als Fundament eines Kühlturms? An dieser Stelle gehen die Meinungen der Experten auseinander. Doch viel interessanter als das Betongerippe ist die darunterliegende Kohlegrube. Sie reicht bis in eine Tiefe von 600 Metern und ist seit Abzug der deutschen Truppen nicht mehr betreten worden, da sie geflutet und versprengt wurde. Liegen hier die Geheimnisse für eine alternative Technik, für ein Fluggerät, das durch Antigravitation angetrieben wurde? Liegt hier der Schlüssel zu den deutschen Atombomben? Wurde dieses Gerät als Zentrifuge zum Anreichern von Uran genutzt? Warum benötigte man große Mengen Quecksilber und hat diese sogar in U-Booten nach Japan transportiert? Warum arbeiteten hier viele Wissenschaftler und fast ausschließlich Personal, was im Bereich Elektrotechnik ausgebildet war? Mussten diese weiß gekleideten Personen spezielle Medikamente einnehmen, um vor Strahlung und der Auswirkung der Glocke auf den menschlichen Körper geschützt zu sein? Haben die Wissenschaftler die gefährliche Strahlung als Nebenprodukt bei Betrieb dieser Apparatur in den Griff bekommen, um diese Apparatur gefahrlos einsetzen zu können? Werfen wir einen Blick auf diese Hochtechnologie und ihre Funktion. Werfen wir einen Blick auf ein Gerät namens die Glocke. Lügen können Kriege in Bewegung setzen. Wahrheiten hingegen können ganze Armeen aufhalten. Otto von Bismarck. Vielleicht werden wir dadurch erfahren, was es mit dieser ungewöhnlichen, geleeartigen, metallischen Substanz auf sich hat, die den Kern der Glocke ausfüllte, oder was mit der Ju-390 geschah. Wenn es um die Russen geht, so ist es sehr wahrscheinlich, dass auch sie die deutsche Errungenschaften auf diesem Gebiet übernahmen und weiterentwickelten. Das belegt alleine schon Podkletnows Experiment. Vor einiger Zeit erreichte mich der Brief des Lesers, dessen Großvater direkt nach dem Krieg in der Nähe des ehemals deutschen Raketengeländes in Uska-Stolpmünde an der Ostseeküste, die mit solchen Testgeländen förmlich übersät war, stationiert gewesen war. Sein Großvater soll im Juni 1945 Zeuge des Absturzes eines seltsamen Flugobjektes gewesen sein. Laut russischen Offizieren soll das Gerät nach dem Absturz in den damals noch unerforschten Bunkern versteckt worden sein. In dem auf den Dünen zerschellten Wrack wurde angeblich die Körper von 2 Piloten gefunden, die Nazi-Symbole trugen. Ich hatte diese Beschreibung sicherlich ignoriert, wenn da nicht 2 seltsame Details gewesen wären. Laut den russischen Offizieren gelang es den Deutschen, einige Objekte nach Spanien zu evakuieren. Eine vorläufige Untersuchung des Antriebs ergab das Vorhandensein einer unbekannten, geleeartigen Substanz. Während meiner letzten Recherche in den amerikanischen Archiven stieß ich auf nachrichtendienstliche Dokumente, die bis vor kurzem streng geheim waren und die sogenannte skandinavische Beobachtungswelle seltsamer fliegender Objekte im Jahr 1946 betrafen. Über Norwegen, Schweden und Finnland wurde insgesamt etwa 300 Überflüge beobachtet. Diese Angelegenheit ist bereits von der Presse beschrieben worden. Die nachrichtendienstlichen Berichte offenbaren jedoch einen doppelten Boden. Wie sich herausstellt, konnte es sich dabei auf gar keinen Fall um die V1 oder V2 handeln, da die Reichweite der Besucher in der Regel 1000 Kilometer deutlich überstieg. Die Flugbahnen waren darüber hinaus eher flach und die Flughöhe betrug oft nur wenige 100 Meter. Aufgrund der Beobachtung wurden diese Objekte in 2 Gruppen unterteilt, und zwar in walzenförmige Gebilde und leuchtende Feuerkugeln. Sie konnten abrupte Manöver durchführen und Geschwindigkeiten bis zu 2800 km/h erreichen. Wir haben es also mit einer typischen Beschreibung von Kugelblitzen zu tun. Außerdem wurden nie irgendwelche Trümmer gefunden. Es stellte sich heraus, dass die Objekte mit einer Selbstzerstörungsvorrichtung ausgestattet waren. Auch die Kugelblitze wiesen diese Eigenschaften auf. Die Berichtszusammenstellung des amerikanischen Nachrichtendienstes wurden auch ein abgefangener Bericht des französischen Nachrichtendienstes angefügt, der für den französischen Präsidenten vorbereitet worden war. Die Rede ist also von einer sehr bedeutsamen Angelegenheit. Aus seinem Inhalt ergibt sich eindeutig, dass diese Objekte hauptsächlich aus der Gegend um Peenemünde starteten.
Laut den Franzosen ergab sich die Durchführung von Versuchen auf fremden Gebieten einfach aus dem Standort der deutschen Installation an der Ostseeküste. Solches Material, das durchaus zahlreich vorhanden ist, lässt die Existenz der Wunderwaffe eindeutig als eine Tatsache erscheinen. Auch in diesem Fall bleibt immer noch eine Frage offen. Wie konnte es sein, dass die Wissenschaftler aus den 1940er Jahren genau wussten, worauf sie hinaus wollten? Sie verwendeten schließlich Begriffe aus der Physik des 21. Jahrhunderts. Woher kam das Bewusstsein, dass sie einen großen Durchbruch herbeiführen würden? Welche Argumente konnten sie vorlegen, dass sie den Wettlauf um Fördermittel mit großen und einflussreichen Rüstungskonzernen gewannen? Denn dass sie diesen Wettlauf gewannen, steht außer Frage. Es scheint, als wäre die ganze Angelegenheit etwas mehr als nur ein technisches Problem. Eine gewisse Einzigartigkeit verleiht dem Ganzen die Tatsache, dass Beschreibungen des Quecksilberantriebes schon in der Antike auftauchten, zum Beispiel in der Alchemie oder in den alten hinduistischen Büchern. Das mindestens 2000 Jahre alte Buch Saramangana Sutrahara enthält zum Beispiel folgende Aussage: Durch die Kräfte, die dem Quecksilber innewohnen und die den treibenden Wirbelwind in Bewegung versetzen, kann ein Mensch darin auf die erstaunlichste Weise eine große Strecke am Himmel zurücklegen. Es könnte sich herausstellen, dass die Aufklärung aller technischen Fragen in Zusammenhang mit den Arbeiten aus der Kriegszeit uns ein viel größeres Geheimnis offenbart. Phase 2. Aktuelle Forschungsergebnisse. Ich beginne mit dem fast schon mystischen Riese-Komplex, da er im gewissen Sinne alle Elemente dieses komplexen und vielschichtigen Puzzles miteinander verbindet. Für diejenigen, die mit diesem Sachverhalt nicht vertraut sind, hier einige kurze Informationen. Es handelt sich dabei um einen rätselhaften, da nur teilweise erforschten unterirdischen Giganten. Alleine sein Hauptteil, Einrichtungen, die auf einem Kreis des Gebirgsmassivs in derselben Höhenlinie ausgehöhlt wurden und nach dem Abschluss der Arbeiten offenbar miteinander verbunden werden sollten, nahm eine Fläche von etwa 3,5 mal 3,5 Kilometer in Anspruch. Es handelt sich dabei tatsächlich um einen Riesen. Es gilt im Grunde genommen als sicher, dass heute nur ein kleiner Teil davon, etwa ein Drittel, erforscht ist. Wir können nämlich auf deutsche Angaben zurückgreifen, die mit dem heute bekannten Stand überhaupt nicht übereinstimmen, etwa 95.000 Quadratmeter. Aus einem Bericht des Reichsministers Speer vom September 1944 geht zum Beispiel hervor, dass bis zu diesem Zeitpunkt 213.000 Kubikmeter unterirdischer Tunnel und Hallen gebaut wurden. Die Autoren des vor kurzem in Polen erschienenen, gut dokumentierten Buchs Die Führerhauptquartiere geben an, dass bis August 1945 der Riese die unvorstellbare Menge von 359.100 Kubikmetern Beton verschlungen haben soll. Warum erwähne ich das? Unter anderem deshalb, weil diese Mengen auch die Hypothese ausschließen, dass es sich beim Riesen um ein einfaches Führerhauptquartier handelte. Dafür wäre der Komplex einfach zu groß. Jeder, der wenigstens den Quartierkomplex Befehlsstand in der Nähe von Ketrycin, Rastenburg kennt, weiß, dass dieser Bunker einen verhältnismäßig kleinen Rauminhalt besaß. Das ist seltsam, weil es viele sehr glaubwürdige Indizien, wenn nicht gar Beweise dafür gibt, dass der Komplex im Eulengebirge mit dem Befehlsstandkomplex und sogar mit den Quartieren einiger zentraler Reichsinstitutionen in Verbindung stand. Wie ist das zu erklären? Zeitler und Zeigert führen die unter diesen Umständen wohl einzige logische Erklärung an. Der Komplex hatte einen gemischten Verwendungszweck. Dieser Schluss ergibt sich aus der Dokumentation und hat weitreichende Konsequenzen. Der Riese war ein Objekt von außergewöhnlichem Stellenwert, oder sollte es werden. Es war als eine Art letzte unterirdische Hauptstadt des Dritten Reiches, weil sich ja dort auch die Sitze vieler aus Berlin verlegter Ministerien befinden sollten. Es gibt aber noch einen weiteren, vielleicht sogar wichtigeren Aspekt. Der gemischte Verwendungszweck bedeutete in diesem Fall, dass diese Hauptstadt mit dem Forschungs- und Produktionskomplex verschmelzen sollte, in dem die Herstellung neuester Waffen vorgesehen war. Wir wissen aus anderen Quellen, unter anderem aus den Berichten von Professor Moldava, dass es sich dabei um Flugwaffen mit strategischer Reichweite und ungeheurem Vernichtungspotenzial handeln sollte. Die Verbindung eines solchen Komplexes mit einer unterirdischen Reichshauptstadt lässt erahnen, dass dieses Arsenal äußerst außergewöhnlich gewesen wäre. Ich kam zu dem Schluss, dass diese Informationen ziemlich wichtig waren. Bei dieser Gelegenheit möchte ich einige kurze Auszüge aus dem weiter oben erwähnten Interview mit Professor Moldava anführen, der, was ich nochmals unterstreichen möchte,
der wohl einzige lebende Zeuge ist, der Zugang zum Originalmaterial und Informationen über den Verwendungszweck des Riesen besaß. Der Schlüssel zu dem Ganzen lag in Skias und diese Pläne, es geht um die Forschungs- und Entwicklungsabteilung des Jägerstabes. Also im Trägerelement, Transportmittel, im Explosionselement und im Element der totalen Vernichtung. Diese drei Elemente sollten irgendeine wundersame Maschine, eine Rakete oder Fernlenkrakete in sich vereinen, die unterirdisch abgefeuert werden sollte. Das war die Wunderwaffe. Frage: Es gibt also etwas, was Gluziker, der Riese-Komplex, mit chemischen Waffen verbindet. Natürlich unter dem Gesichtspunkt des Trägers und der Ausstattung dieser Trägeraggregate mit diesem Vernichtungssystem. Es geht um die deutsche Interpretation des Begriffs Aggregat als Waffensystem. Wie ich bereits erwähnte, wusste Professor Moldava nicht, um was es sich dabei genau handeln sollte. Das ergibt sich aus der Untersuchung der Archive, aus Berichten über den Riesen. Das ist jedoch nicht alles. Es besteht die Möglichkeit, dass auch im Bereich der in der Fläche durchgeführten Suche ein weiterer Schritt nach vorne getan werden konnte. Es wurde ein neuer Tunnel entdeckt, der eher ein zugeschütteter Eingang, der sich als Zugang zum zentralen Teil dieses geheimnisvollen Komplexes herausstellen könnte. Dieser Tunnel wurde mittels eines geologischen Radarsuchgerätes bereits 1999 entdeckt, jedoch erst im Jahre 2004 kam es aufgrund der fast direkt daneben geführten Arbeiten zum Abrutschen des zugestütteten Eingangs und zur Entstehung von Löchern über der Tunneldecke. Der Eingang sieht noch unscheinbar aus, wie eben ein gewöhnlicher Bodeneinbruch. Seine Bedeutung erschließt sich jedoch nicht aus dem äußeren Erscheinungsbild. Es ist nämlich so, dass die übrigen unterirdischen Ringeinrichtungen Retzka, Ossowska und Sobon unvollendet oder zugeschüttete Tunnel besitzen, die in die Richtung der Gebirgsmassivmitte zeigen und damit den Ort des geplanten oder fertiggestellten zentralen Teils des gesamten Komplexes verraten oder wahrscheinlich auch seinen Hauptteil darstellt. Es ist logisch, davon auszugehen, dass der Zentralteil am weitesten fortgeschritten war, was sich aus den gängigen Bauprinzipien ergibt. Etwas Ähnliches geht aus dem sogenannten Sonderarchiv hervor, das von den Russen offengelegt wurde. Darin ist zu lesen, dass in erster Linie die Arbeiten auf einem Abschnitt durchgeführt wurden, von denen angenommen wird, dass er dem Vlordatsberg entspricht, obwohl die unterirdische Einrichtung mit demselben Namen unter all den Objekten, die sich im Hauptteil des Massivs befinden, wahrscheinlich am wenigsten fortgeschritten ist. Die übrigen Teileinrichtungen des Riese-Komplexes sollten laut den Dokumenten des Sonderarchivs sukzessiv abgeschlossen werden. Darunter ist wohl zu verstehen, dass sie später hinzugebaut werden sollten. Die erwähnten Tunnel, die von den Ringeinrichtungen wegführen, mussten sich einige hundert Meter südlich von der Vlordatseinrichtung genau in diesem Berg kreuzen. Diese Einrichtung war höchstwahrscheinlich nur deshalb zugänglich, um das riesige und schwer zu versteckende Bauhinterland in dieser Gegend zu legitimieren. Was stellt sich heraus? Der erwähnte, in seinem Anfangsbereich zugeschüttete Tunnel befindet sich genau an dieser Stelle und ist nahezu exakt auf diesem geometrischen Kreuzungspunkt ausgerichtet. Schon vor 4 Jahren machte ich die Forscher auf diesen hypothetischen Mittelpunkt aufmerksam. Meine Idee wurde jedoch nicht besonders wohlwollend aufgenommen. Es besteht die Chance, dass 2005 die letzten Verwaltungshürden genommen werden und der Bodeneinbruch durchbrochen werden kann. Das bedeutet jedoch noch lange nicht, dass irgendwelche Kisten mit unbekanntem Inhalt ans Tageslicht kommen. Soweit mir bekannt ist, wurde der Tunnel samt den Räumen, zu denen er führte, direkt nach dem Krieg von Offizieren des sowjetischen Nachrichtendienstes durchsucht. Ehrlich gesagt wäre es auch besser, wenn sich das bewahrheiten sollte. Wenn ich mir die weit aufgerissenen Augen von aufgeregten Goldgräbern vorstelle, packt mich das Entsetzen. Ich glaube nicht, dass sie in der Lage wären, im entscheidenden Augenblick eventuell Gefahren rational einzuschätzen. Was könnte wohl der Buchstabe C mit einer geometrischen Kennzeichnung bedeuten? Na klar doch, das muss Sektor C sein. Lasst uns weitergehen. Beim nächsten und neuen Element in Bezug auf das Ollengebirge handelt es sich um bestimmte Informationen, die ein weiteres Licht auf das Wenceslaus-Bergwerk in Ludwikowice werfen. Eher zufällig stieß ich auf einen Artikel aus der Tribuna Jeleni-Gozorka vom 19. April 1957, der beschreibt, wie dieser Ort in den ersten Jahren nach dem Krieg aussah. In dem Artikel werden Versuche geschildert, zu den unterirdischen Räumen vorzudringen. Die erste ungewöhnliche Information, die mir auffiel, war die Behauptung, dass die Bergwerkschächte vollständig, unter anderem mit Schlacke, zugeschüttet vorgefunden wurden. Diese Schächte waren jedoch mehrere hundert Meter tief. Es wurde angegeben, dass es dazu nach einem Unglück im Jahre 1930 kam. Das ist jedoch natürlich Unsinn.
Die Deutschen mussten wirklich handfeste Gründe gehabt haben, um so viel Mühe auf sich zu nehmen. Sie hatten diese Aufgabe so gründlich erledigt, dass auch ein spezialisiertes Bergbauunternehmen, das sich anfangs sehr selbstsicher gab und sich voller Enthusiasmus an die Arbeit machte, diese Aufgabe nicht bewerkstelligen konnte. Wackler stellt nicht nur für die Kohleindustrie eine große Hoffnung dar. Wird die Bergarbeiterstadt wieder zum Leben erweckt? Nova Ruda ist seit kurzem eine Kreisstadt. Jetzt wird sie tatsächlich zur Kreishauptstadt und zu einem wichtigen Zentrum. Wussten diese hoffnungsgefüllten Menschen wirklich nicht, dass sich Wacklaw seit der Kriegszeit wesentlich von einer typischen Bergbaueinrichtung unterscheidet? Die Geschichte des Bergbaus in Nova Ruda, die Informationen enthält, dass das Bergwerk 1939 dem Militär übergeben wurde? Ein weiteres Detail. Der Artikel gibt an, dass die unterirdischen Gänge in kurzer Zeit über 2,5 Millionen Kubikmeter Wasser geflossen sind. Soll das etwa bedeuten, dass die Grubenbauten diesen Rauminhalt besaßen? Zeichnet sich unterirdischen Einrichtungen durch hunderte Kilometer lange Tunnels aus? Wenn wir einen Blick auf die Pläne des Bergwerkes werfen, sogar nach dem Stand vor dem Krieg, scheint es durchaus wahrscheinlich zu sein. Es handelt sich also praktisch um eine versteckte unterirdische Stadt, eine große Stadt. Nach dem Zusammenschluss mit dem Riese-Komplex wäre sie ein Monstrum im Weltmaßstab. Am Rande gesagt, sah dieser große Riese vor dem Hintergrund der Pläne von Wacklaw eher unscheinbar aus. Auch nach der Fertigstellung des Ersteren würde ihn dieses sogenannte Bergwerk deutlich überschatten. Ich möchte noch eine wichtige Information vom Professor Moldawa hinzufügen. Während des von mir aufgezeichneten Interviews sagte er, dass es auf dem Gebiet von Ludwikowice ein großes Häftlingskommando gegeben habe, das der Forschungs- und Entwicklungseinrichtung der Luftwaffe in Skias direkt unterstellt war. Es war von den übrigen Häftlingskommandos, die vom KZ Großrosen verwaltet wurden, vollkommen abgesondert und zeichnete sich durch einige weitere Merkmale aus. Es handelte sich ausschließlich um Nichtjuden, die auf eine privilegierte Weise behandelt wurden. Außer der üblichen Lagerration erhielten sie zum Beispiel von den Angehörigen der Luftwaffe auch Militärverpflegung und sogar Milch. Der Preis dafür war der ungewöhnlich hohe Geheimhaltungsgrad, dem dieses Kommando unterlag, was schließlich dazu führte, dass keiner dieser Häftlinge das Kriegsende überlebte. Das Kommando verschwand einfach spurlos. Ich schaute mir das vor einigen Jahren mit Professor Moldawa aufgenommene Interview noch einmal an, wobei mir noch einige weitere Details auffielen, die ich vorher übersehen hatte und die den Verwendungszweck der beschriebenen unterirdischen Einrichtungen betrafen. Professor Moldawa nannte Forschungsarbeiten an strategischen Waffen mit interkontinentaler Reichweite und ihre Produktion. Es ging um irgendein Flugobjekt. Es war nicht eindeutig festzustellen, ob es sich zum Beispiel um eine Rakete handelte. Sie sollte chemische Kampfmittel transportieren. Diese wären, wie bereits aufgeführt, viel wirkungsvoller als die amerikanischen Kernwaffen gewesen. Professor Moldawa sagte auch, dass zu dem Zeitpunkt als Angehöriger deutscher Kommandoeinheiten während der sowjetischen Januaroffensive 1945 das Hauptwerk für die Herstellung von Tabun in Brest-Dolny zurückeroberten, es ihnen nicht so sehr um die Zerstörung der dort gelagerten Vorräte ging, sondern darum, an den Tresor zu gelangen und die Pläne für dieses strategische System der Luftwaffe zu vernichten. Das erklärt im Übrigen, warum Hitler dem Leiter der Operation später solche Ehrungen zuteil werden ließ. Viele sind sich immer noch nicht dessen bewusst, dass die Deutschen in den Jahren 44-45 ihre größten Hoffnung auf chemische Waffen neuer Generation setzten. Weiter oben habe ich einen sehr wichtigen Auszug aus Speers Memoiren zitiert. Auch in diesem Fall kann ich jedoch einige neue Details ergänzen. Der deutsche Fernsehsender N24 strahlte zum Beispiel Mitte November 2003 einen interessanten Dokumentarfilm. Daraus ergab sich etwas Ungewöhnliches, was gleichzeitig an die Einrichtung in Niederschlesien erinnerte. Es handelt sich um einen kombinierten Komplex, der sich aus Himmlers Quartier und einem Arsenal aus chemischen Waffen zusammensetzte. Ein weiteres kleines Detail: In einem am 22. Februar 1981 in der britischen Sunday Times veröffentlichten Artikel war Folgendes zu lesen: Hitler wollte wie ein wagnerianischer Krieger in seiner bayerischen Festung sterben und nur Wüste um sich zurücklassen. Er wollte seine Feinde mittels einer Gaswolke kampfunfähig machen, um jedes Leben ringsum zu vernichten. Einzugestehen ist jedoch, dass aus deutscher Sicht ein solcher Plan durchaus sinnvoll war, vor allem unter dem Aspekt eines Kosten-Nutzen-Vergleichs. Der Plan hätte jedoch nur unter zwei Bedingungen Aussicht auf Erfolg gehabt. Die eigenen Streitkräfte wären auf einen solchen Krieg vorbereitet und die Deutschen wären in der Lage gewesen, auch ohne Luftüberlegenheit die komplette Industriebasis des Gegners anzugreifen, ohne dass er dem etwas entgegenzusetzen gehabt hätte.
Vielleicht stellten die Foo Fighter eine Art Versuchsballon dar, um etwas über mögliche Gegenmaßnahmen unter kampfnahen Bedingungen in Erfahrung zu bringen. Die Annahme, dass man trotz fehlender Luftvorherrschaft feindliche Städte beliebig angreifen konnte, war durchaus nicht abwegig. Die V2-Rakete da. Sie war die erste Waffe, vor der man sich nicht wirkungsvoll verteidigen konnte. Wie man am Beispiel von Ludwikowice und dem Riese-Komplex erkennen kann, umfasst das im Ollengebirge verwirklichte titanenhafte Unterfangen nicht nur das Hauptgebirgsmassiv, sondern beruhte darauf, eine Reihe von Befehls-, Forschungs- und Industrieeinrichtungen zu einem zusammenhängenden Ganzen zu verknüpfen. All das stand unter dem Motto kriegsentscheidend. Es ist mir gelungen, zu diesem Mosaik aus Einrichtungen, die im Umkreis von etwa einem Dutzend Kilometern verstreut sind, noch eine weitere hinzuzufügen. Im beschriebenen Gebiet tauchte öfters der bereits erwähnte Professor Hubertus Struckold auf. Eine sehr interessante Persönlichkeit. Er wurde übrigens nach dem Krieg zu einem hohen Tier in der amerikanischen und deutschen Raumfahrtmedizin und machte sich um beide Länder dank des Wissens sehr verdient. Neulich stieß ich auf ein interessantes Dokument über ihn, das aus dem amerikanischen NARA-Archiv stammte und Struckolds glänzende Karriere in den USA unter anderem in der Randolph Air Base in Texas beschrieb. Dort finden sich die folgenden geradezu kuriose Aussage dieser Person. Im Bereich der Raumfahrtmedizin stehen wir hinter niemandem zurück. Dasselbe, was die Russen mit ihrem Hund erreichen, erreichen wir mit Menschen. Die Rede ist von Experimenten. Ähnlich wie Debus und viele andere wurde auch Struckold durch die Amerikaner in einem Kämpfer für Demokratie und Freiheit verwandelt. In Debus' Biografie, die von der NASA herausgegeben wurde, ist sogar zu lesen, dass er ein Antifaschist gewesen sei, der heimlich britische Radiosender hörte. In einem Interview mit Struckold, das in dem Buch von Kakolewski abgedruckt wurde, erfahren wir, dass sich in Skias irgendein ungewöhnlicher Flugobjektsimulator befunden habe, obwohl Struckold angibt, dass es dabei nicht ganz um Raumflüge ging. Aus dem Interview ergibt sich, dass das Hauptproblem Vibrationen waren, die das Lenken erschwerten. Es gibt jedoch noch einen weiteren interessanten Aspekt, und zwar Versuche am Menschen, die durchgeführt wurden, um dessen psychologische Reaktionen und Überlebensmöglichkeit zu erforschen. 1985 oder 86 sah ich nämlich einen interessanten Dokumentarfilm über den Riese-Komplex, der im polnischen Fernsehen ausgestrahlt wurde. Abgesehen von den heute bestens bekannten Fakten wurde in dieser Sendung auch etwas Außergewöhnliches gezeigt. Und zwar irgendwelche seltsamen großen Bunker sowie ein charakteristischer Eingang, der zur unterirdischen Einrichtung führte und mit einem Stahltor verschlossen war. Das Ganze blieb ein Rätsel, bis ich Anfang Oktober 2004 in der TVP-Zentrale in Warschau zufällig ins Gespräch mit dem Autor dieser Sendung kam. Ich befragte ihn über den Film. Er sagte, dass es sich dabei um Professor Struckolds Forschungskomplex handelte, der sich quasi am Rand des Riese in Bad Salzbrunn in direkter Nähe zu Skias befand. Laut meinem Informanten Darius Kroll befindet sich diese Einrichtung heute auf dem Gelände eines Sanatoriums. Dort simulierte der deutsche Professor in unterirdischen Räumen angeblich die Cockpit-Kompression in 25 Kilometer Höhe. 25 Kilometer! Es konnte sich dabei nicht um ein Flugzeug handeln. Der Struckold-Komplex ist wohl möglich nur ein Detail. Ich glaube jedoch, dass diese Information wichtig ist und das Bild dieser ungewöhnlichen Region vervollständigt. Außerdem wirft sie ein etwas anderes Licht auf das Überlebenskonzept der Deutschen in einem, wie sie meinten, krisenhaften Augenblick des Krieges, als der Staat sich in einer Transformationsphase befand und umgestaltet werden sollte. Jedoch nicht in den Alpen. Es war geplant, die wichtigsten Ressourcen an einem zentralen Ort tief unter der Erde zu bündeln. Ein kleines Beispiel für ein weit verbreitetes Phänomen, und zwar für die Tatsache, dass es während des Krieges in Niederschlesien eine moderne Industrie gab, jedoch in zerstreuter Form, sogar in kleinen Bergorten. Daher war keine Gefahr von Luftangriffen vorhanden. Das gezeigte Dokument bezieht sich auf eine kleine Fabrik, die Filter für Wärmebildgeräte herstellte und sich in einem kleinen Ort in den Bergen befand. In dem Buch Aktia V1, V2 wird die Forschungs- und Entwicklungsstelle mit dem Namen FEP erwähnt. Dieser Deckname ist auch auf einigen in diesem Buch abgedruckten Dokumenten zu sehen. Ich zitiere einen Auszug aus einem Brief, der in Wojewodzkis Buch abgedruckt wurde und von einem gewissen Wilhelm Lattemann stammte, der an der Forschung über neue Waffen für die Nationalsozialisten mitgewirkt hatte. Ich wurde von meiner Schlüsselstellung als Laborleiter in das Luftwaffenministerium und gleichzeitig ins FEP der Waffen-SS versetzt. FEP, Forschung, Erprobung, Patente. Meiner Meinung nach Forschung, Erfindung, Patente und kam in dieser Rolle mit allen Versuchen in Berührung.
Auf meiner Liste des Hauptverantwortlichen für den Bau des Arsenals in Walim, Wüste Waltersdorf, es geht um Riese, befinden sich heute 1964 etwa 20 Namen. Wie sich herausstellte, sind 6 dieser Personen Inhaber hoher wirtschaftlicher und staatlicher Posten in der BRD. Darunter befindet sich auch Sava Dorsch und Otto Sauer. Der erste ist Eigentümer des Konstruktionsbüros Dorsch Germann, das Filialen in München, Hamburg, Wiesbaden und Kuwait hat. Dorsch, der unter anderem Hitlers Blutorden besitzt, wurde zu Bonner Zeiten mit dem Titel des Regierungsbaumeisters ausgezeichnet. Er führte auch Bestellungen für die Bundeswehr aus. SS-Hauptsturmführer Dr. Karl Maria Hettlage, der für den finanziellen Aspekt der unterirdischen Einrichtung in Walim zuständig war. Er war Staatssekretär im Bonner Bundesministerium der Finanzen und zugleich der westdeutschen Vertreter der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl. Dr. Fritz Schmelzer, der als SS-Hauptsturmführer im Jägerstab, fand einen einflussreichen Posten bei einer westdeutschen Aktiengesellschaft in Frankfurt am Main, die die Industrie finanziert. Der zweite Teil dieses Nachtrags betrifft die Glocke selbst. Beginnen wir mit der Evakuation des damit verknüpften Projektes. Wie bereits erwähnt, ist es niemals gelungen, den tatsächlichen Bestimmungsort zu ermitteln. Von einem verhafteten Kurier, der aus Uruguay kam, war lediglich zu erfahren, dass dieser Ort weit im Süden liege und den Namen oder Decknamen Eboris trage. Es war nicht klar, ob es sich dabei um einen Eigennamen, zum Beispiel einer Firma, oder Decknamen handelte. Aufgrund der Personalpapiere, die der verhaftete Kurier bei sich hatte, wurde insbesondere Südamerika in Erwägung gezogen. Auch ich versuchte, diese Spur zu überprüfen. Das Problem liegt jedoch darin, dass es keinen solchen geografischen Namen gibt. Ich fing bereits an, mir zu überlegen, ob es nicht Elboris heißen könnte, also einfach Boris, als ich auf eine bestimmte Spur stieß. Ich fand nämlich den Namen Boris, oder genauer gesagt Boris Dal, wobei Dal sich einfach auf eine Art Tal bezieht. Auf Spanisch würde das wahrscheinlich Elboris lauten. Ein Deutscher, der diese Sprache nicht gut beherrscht, hätte es also sehr ähnlich ausgesprochen. Es tauchte jedoch ein gewisses Problem auf. Dieser Ort befindet sich nämlich auf britischem Gebiet, in Südgeorgien, im antarktischen Atlantikgewässern. Die Tatsache, dass es sich dabei um feindliches Gebiet handelte, wenn auch unbewohnt und weit ab jeglicher Zivilisation, war für mich jedoch disqualifizierend und ich legte diese Spur für längere Zeit ad acta. Nach einigen Jahren lebte sie jedoch in gewissem Sinne erneut auf. Es tauchten neue Informationen auf, die auf diese am Ende der Welt gelegene Landstrich hindeuteten. In den 1940er Jahren geschah etwas, was bei den Alliierten für Unruhe sorgte und ihre Aufmerksamkeit auf das erwähnte Gebiet lenkte. Am 23. Juli 2004 strahlte der britische BBC die erste Folge seiner Sendereihe von Dokumentarfilmen über die Geschichte der britischen Antarktisforschung aus. Sie beschäftigte sich mit den Anfängen dieser Untersuchung unter anderem in den 1940er Jahren des letzten Jahrhunderts. Die Autoren der Sendung fanden noch lebende Zeugen, die an den Ereignissen beteiligt waren. Darunter waren auch die Teilnehmer einer streng geheimen, wie in der Sendung angegeben, Expedition auf antarktischen Inseln im Jahr 1944. Sie trug den Decknamen Tabarin. Was musste also passiert sein, dass während der Landung in der Normandie, als die Kämpfe an der Westfront am intensivsten waren, Großbritannien einen bescheidenen Teil, aber immerhin seiner Kräfte zum südlichen Rand des Atlantiks schickte? Es konnte sich doch nicht um wissenschaftliche Forschungsarbeiten gehandelt haben. Die Erklärung lieferten die Expeditionsteilnehmer, die 2 ziemlich ungewöhnlich lautende Gründe nannten. Erstens waren die Briten durch die Aktivitäten der argentinischen Kriegsmarine auf den zu Großbritannien gehörenden Inseln beunruhigt. Die Argentinier setzten auf manchen davon Landetrupps aus, zogen sich jedoch für gewöhnlich nach kurzer Zeit zurück. Es kam der Verdacht auf, dass Vorbereitungen für die Annexion der Inseln getroffen wurden. Diese Aktivitäten mussten tatsächlich bedeutend sein, wenn trotz fehlender direkter Beobachter der Ergebnisse die Neuigkeiten sogar im fernen London für Unruhe sorgten, das ja mit dem Krieg beschäftigt war. Der zweite Grund, der in der Sendung genannt wurde, war die U-Boot-Aktivität in diesen Gewässern. Es geht spannend weiter, schaltet auch demnächst wieder ein, wenn es heißt, auf der Suche nach den letzten Geheimnissen unserer Zeit.